Lege Aluminiumfolie in einen Topf mit kochendem Wasser. Dieser Trick hat mir bei der Arbeit viele Nerven erspart. Stelle den Topf mit Wasser auf den Herd, dann bringe das Wasser zum Kochen. Schneide die Aluminiumfolie in Quadrate. Mache daraus Kugeln in der Größe von Walnüssen. Wirf sie in das kochende Wasser. Ich gebe auch Besteck dazu, das poliert werden muss. Mit schwer zu entfernenden Flecken und Wasserflecken. Ich koche sie für 5 Minuten und schalte den Herd aus. Ich lege sie auf ein Küchentuch und wische sie trocken. Das Besteck muss nicht poliert werden. Es reicht, es zu trocknen und fertig. Es gibt keine Wasserflecken und es glänzt wunderschön. Der Monteur hat mir empfohlen, einmal im Monat die Spülmaschine so zu starten. Auf diese Weise reinige ich die Spülmaschine von Schmutz und Gestank. So erfrische ich die gesamte Spülmaschine, ohne sie zu schrubben. Wenn die Spülmaschine nach jedem Spülgang unangenehm riecht, ist es Zeit, diese Methode auszuprobieren. Wenn du die Spülmaschine öffnest, ist sie doch sauber und sogar glänzend. Woher kommt also der unangenehme Geruch? Essensreste bleiben im Sieb hängen. Du musst es nur abschrauben und wirst sehen, wie viel Schmutz sich dort ansammelt. Auch die besten Spülmaschinentabs entfernen nicht den ganzen Schmutz. Mit der Zeit entsteht daher ein unangenehmer Geruch in der Spülmaschine. Zum Glück hat mir der Monteur, der die Spülmaschine installiert hat, eine einfache Methode empfohlen. Nimm eine Schüssel und stelle sie in die Spülmaschine. Fülle sie mit Essig. Am besten verwendest du eine möglichst große Schüssel, um mehr Essig hineingießen zu können. Streue Natron auf den gesamten Boden der Spülmaschine. Lege sonst nichts in die Spülmaschine. Schalte sie auf den heißen Modus ein und das war's. Wenn der Zyklus beginnt, spült das Wasser den Essig aus der Schüssel und er reinigt die gesamte Spülmaschine. Das Natron trägt auch zur Reinigung des gesamten Innenraums bei. Es reicht, diese Methode einmal im Monat anzuwenden und die Spülmaschine wird immer sauber und duftend sein. Ich habe gerade herausgefunden, wie man eine solche Aluminiumfolie retten kann. Immer wenn ich ein Stück davon abreißen wollte, riss sie auf diese Weise ab. Ich habe viele Methoden ausprobiert, um zu verhindern, dass sie sich weiter aufschichtet. Endlich habe ich einen genialen Trick gefunden, dank dem ich mich nicht mehr damit abmühen muss. Nichts war so ärgerlich wie das Greifen nach der Folie und das Entdecken, dass ein Familienmitglied sie falsch benutzt hat und sie sich nicht richtig abrollen lässt. Glaubst du mir, dass man diese Schichten mit einem Stück Aluminiumfolie loswerden kann? Es ist einer der besten und einfachsten Küchentricks. Lass uns loslegen. Reiß ein Stück Folie von der Rolle ab und roll es zu einer Kugel. Fang an, die schief abgerissenen Schichten der Folie damit zu reiben. Sieh, wie sie die Rolle wunderbar zu glätten beginnt. Reibe nicht zu fest und kontrolliere deine Bewegungen, damit du die guten Stücke der Folie nicht beschädigst. Nach ein paar Momenten des Reibens, schau, die Rolle hat keine Schichten mehr. Reiß nur noch das beschädigte Stück ab und genieße die neue Rolle Aluminiumfolie. Ich habe das Rohr von der Küchenspüle mit Aluminiumfolie umwickelt. Die Effekte waren schon nach wenigen Tagen sichtbar. Dieser Trick wurde mir von einem Klempner gezeigt. Ich bin sicher, dass du noch nie von dieser Verwendung von Alufolie gehört hast. In den Rohren der Küchenspüle sammeln sich viel Schmutz und Fett an. Beim Abwaschen gelangen Lebensmittelreste in die Rohre. Sie sind für den schlechten Geruch aus dem Waschbecken verantwortlich. Zum Abwaschen verwenden wir warmes Wasser, das das Fett auflöst. In den Abflussrohren beginnt es abzukühlen. Dies blockiert den Fluss. Es stellt sich heraus, dass man nur gewöhnliche Aluminiumfolie braucht. Reiße ein großes Stück ab. Wickele dann die Folie fest um das Rohr. Bedecke die gesamte Oberfläche des Abflussrohrs damit. Es hat thermische Isoliereigenschaften. Dadurch bleibt das Wasser, das hindurchfließt, länger warm. Öl und fettiger Schlamm werden in das vertikale Rohr abfließen. Es wird sich nicht im Siphonrohr absetzen, bevor es abfließt. Ich habe diesen Trick selbst ausprobiert und es kommt kein schlechter Geruch mehr aus meinem Waschbecken. Selbst nach dem Ausgießen von Resten aus der Pfanne. Bestreue den Metalltopfreiniger mit Salz. Hör auf, Geld zu verschwenden. Streue einfach Salz auf den Metalltopfreiniger. Dieser Trick ist genial. Ich zeige dir, welche spektakuläre Anwendung er haben kann. Schau dir das Video bis zum Ende an. Ich zeige es dir in ein paar einfachen Schritten. Bereite ein kleines Gefäß vor. Gib einen Esslöffel Salz hinein. Es geht um normales Speisesalz, das du gerade verwendest.
Füge 3 große Esslöffel Spülmittel hinzu. Es spielt keine Rolle, welches Spülmittel du verwendest. Jedes wird gut funktionieren. Gib einen Esslöffel weißen Spiritusessig dazu. Jetzt mische alle Zutaten, bis sich das Salz aufgelöst hat. Das dauert nur einen Moment. Die Mischung ist endlich fertig. Ich zeige dir, wie du sie verwenden kannst. Du wirst es an diesem Topf sehen. Der Boden ist schmutzig und vom Milchkochen angebrannt. Tauche den Metalltopfreiniger in die Mischung. Beginne den Boden des Topfes zu schrubben. Diese Menge der Mischung reicht aus, um einen so schmutzigen Topf zu reinigen. Du kannst diesen Trick zu Hause ausprobieren. Du hast bestimmt die notwendigen Produkte dafür. Du wirst sehen, wie einfach es ist. Die Ergebnisse sind sofort sichtbar, obwohl der Topf stark angebrannt war. Es ist eine einfache und günstige Methode. In jeder Schublade der Waschmaschine gibt es 3 Fächer, aber nicht jeder weiß, wofür sie da sind. Ein Fehler kann die Wäsche beeinflussen. Wenn du Kapseln benutzt, verwendest du die Schublade für das Waschmittel möglicherweise gar nicht. Schau dir also deine Waschmittelschublade an. Weißt du, wofür jedes Fach ist? Es gibt immer 2 Fächer mit Strichen und ein Fach mit einem Blümchensymbol. Die Striche stehen für die römischen Zahlen 1 und 2. In das Fach mit der Nummer 1 kommt das Waschmittel für die Vorwäsche. Die meisten Leute schalten die Vorwäsche nie ein. Sie verwenden also dieses Fach nicht. Das Fach mit dem Blümchensymbol ist für den Weichspüler. Wenn du Weichspüler benutzt, füllst du ihn genau hier hinein. Fach Nummer 2 ist für das Waschmittel für die Hauptwäsche. Hier kommt das Flüssigwaschmittel oder das Waschpulver hinein. Deshalb hat es eine zusätzliche Funktion, die die Verwendung verschiedener Arten von Waschmitteln erleichtert. Immer öfter findet sich darin ein kleines Fach. Es ist beweglich. Wenn du Waschpulver benutzt, sollte das Fach angehoben sein. Wenn du Flüssigwaschmittel einfüllen möchtest, sollte dieses Fach den Flüssigkeitsbereich verschließen. So kann das Flüssigwaschmittel nicht außerhalb der Waschmaschine herausfließen, wenn die Schublade zu weit herausgezogen wird. Schau dir deine Waschmaschine an und überprüfe, ob du die Fächer in der Schublade richtig benutzt. Steck eine Plastiktüte in die Waschmaschine. Du wirst überrascht sein, was sie kann. Eine einfache Einwegplastiktüte lässt deine Kleidung nach dem Herausnehmen aus der Waschmaschine sauberer aussehen. Wie ist das möglich? Auf Kleidungsstücken befinden sich Staub, Schmutz und Haare. Während des Waschens setzen sich diese Verunreinigungen oft um den Gummidichtungen der Waschmaschine ab. Deshalb befinden sich darunter verschiedene Verschmutzungen und Haare. Dann mischen sich diese Verunreinigungen mit der Kleidung beim nächsten Waschen. Aber die Lösung könnte eine einfache Plastiktüte sein. Leg sie in die Waschmaschine. Es muss eine Tüte ohne Druck sein. Lege die zu waschenden Kleidungsstücke hinein, füge Waschmittel oder eine Kapsel hinzu. Gieße Weichspüler ein. Stelle das Programm auf eine Temperatur von nicht mehr als 40 Grad ein und starte die Waschmaschine. Was passiert? Sicherlich wird es mehr Schaum geben als üblich. Durch die Plastiktüte wird das Waschmittel stärker schäumen. Zusätzlich sammelt die Plastiktüte während des Waschzyklus den gesamten Schmutz und die Haare, die auf den Kleidungsstücken waren. Wenn die Waschmaschine fertig ist, öffne sie und nimm die Wäsche sowie die Plastiktüte heraus. Du wirst sehen, dass darauf kleine Stäube und Haare sind. Und ich habe nur einen Pullover gewaschen. Der Pullover ist sauber,